Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind vor ein paar Tagen von Portugal rüber hierher nach Südspanien gefahren, wie ihr in unserem letzten Video vielleicht schon gesehen habt. Leider stecken wir seitdem seit fast einer Woche im Regen fest. Es sieht vielleicht jetzt nicht gerade danach aus, aber es regnet wirklich immer wieder und so können wir nicht wirklich was unternehmen, beziehungsweise ja, bei so einem Wetter haben wir nicht wirklich Lust, Südspanien zu erkunden. Stattdessen wollen wir heute aber mal wieder ein paar von euren Fragen beantworten. Genau. Wir haben euch nämlich im letzten Video und auch bei Instagram gefragt, was ihr schon immer mal von uns wissen wolltet. Außerdem sind aus dem letzten Q&A auch noch ein paar Fragen offen geblieben. Das verlinken wir euch hier auch irgendwo. Und ich würde sagen, lasst uns direkt loslegen. Starten wir mit einer Frage, die uns wirklich immer mal wieder gestellt wird und gerade in den letzten Wochen auch recht häufig. Was hat es auf sich mit den Spanngummis im Fahrerraum über euren Köpfen? Nein, das ist kein Sicherheitsfeature, mit dem wir versuchen, unsere Türen von innen zu sichern. Die Antwort ist kurz und simpel und für alle, die die Teile vielleicht bisher noch nicht wahrgenommen haben, blenden wir mal kurz ein Bild ein. Wir nutzen die als Wäscheleine, um dazwischendurch Lappen und auch mal Handtücher zum Trocknen aufzuhängen. Das ist vor Jahren als Provisorium entstanden und hat sich einfach irgendwie bewährt. Zweite Frage, warum gebt ihr die Koordinaten eurer Stellplätze nicht an? Ja, das werden wir auch immer wieder gefragt. Da wir inzwischen eine gewisse Größe erreicht haben, finden wir es einfach nicht so angebracht, konkrete Koordinaten von Stellplätzen ins Netz zu stellen oder diese in unseren Videos zu nennen oder zu verlinken, einfach damit diese Plätze nicht überrannt werden. Wir sagen aber auch immer wieder, dass 99% unserer Plätze von Park4Night sind. Das heißt, wenn man da ein bisschen sucht, dann sollte man eigentlich alle unserer Plätze dort finden können. Ja, also ich sehe das auch so bei 42.000 Abonnenten hat man halt irgendwie ein bisschen eine Verantwortung. Auf der anderen Seite machen wir auch kein Geheimnis draus. Also mit den Informationen, die wir geben, sind die Plätze häufig zu finden und wenn jemand die mal doch nicht findet und der uns eine persönliche Nachricht schreibt, teilen wir da auch immer gerne noch ein paar mehr Infos zu. Aber ja, wir wollen es einfach nicht, ich sag mal, zu einfach machen. Wir wollen vermeiden, dass diese Plätze überrannt werden. Wurdet ihr schon mal beim Freistehen erwischt? Musstet ihr schon mal Strafe zahlen? Ja, wundert mich nicht, dass wir diese Frage bekommen, so viel wie wir in den letzten Jahren außerhalb von Campingplätzen übernachtet haben. Tatsächlich mussten wir bisher aber noch nie Strafe zahlen. Ja, wir wurden schon mal von einem Platz weggeschickt. Ja, wir wurden in Griechenland auch schon mal morgens von der Polizei geweckt und mussten einen Platz verlassen. Aber das ist beides jetzt auch schon wieder super lange her. Das eine Mal war 2020 in Italien, die Sache in Griechenland war Anfang 2021. Davor wurden wir in Griechenland auch schon mal von der Polizei kontrolliert, aber da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass die sich überhaupt nicht dafür interessieren, dass wir da stehen. Die wollten einfach nur mal einmal nach dem Rechten sehen. Am allernächsten dran an der Strafe waren wir wohl vor ein paar Wochen an der Algarve, würde ich sagen. Da wollte uns die Polizei tatsächlich ein Ticket ausstellen, aber dann haben wir vehement darauf hingewiesen, dass wir da gar nicht übernachtet haben, sondern eben nur kurz geparkt, was auch tatsächlich stimmte und ja, es war dann auch fein zum Glück. Da haben wir in dem Video ja drüber berichtet. Ja. Abgesehen davon hatten wir beim Freistehen bisher noch keine Probleme. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich auch, dass wir in aller Regel in den jeweiligen Ländern außerhalb der Hauptsaison unterwegs sind, was die ganze Sache ja schon mal ein bisschen entspannt. Und andererseits verstehen wir Freistehen eben in aller Regel auch so, dass man eben nicht groß seine Stühle und Tische rausstellt und irgendwie die Markise ausfährt. Eben genauso wie Freistehen in Portugal zum Beispiel vielerorts erlaubt ist, das Übernachten im Camper, nur Zeigen von Campingverhalten. Das ist eben nicht erlaubt. Und so verstehen wir das. Wir versuchen uns möglichst unauffällig zu verhalten und damit fahren wir sehr gut. Und da unter unseren Videos in der letzten Zeit viele Diskussionen zum Thema Gesetzeslage Freistehen in Portugal aufgekommen sind, nochmal ein kurzer Hinweis. Wir empfehlen euch einen Artikel von Leise Reise. Den verlinken wir euch unten. Das wäre jetzt hier zu viel, das alles zu wiederholen. Aber ja, wenn ihr über die Gesetzeslage Freistehen in Portugal näher Bescheid wissen wollt, dann schaut euch das mal an. Wir finden das da ganz gut zusammengefasst. Ja. Womit schneidet ihr eure Videos? Tina, womit schneidest du unsere Videos?
Ich schneide unsere Videos mit Final Cut Pro auf einem MacBook Air M1 von 2020. Ganz am Anfang habe ich unsere Videos noch mit iMovie, dem kostenlosen Programm von Apple, auf einem MacBook Pro von 2015 geschnitten. Das hat auch super funktioniert, aber irgendwann haben wir uns dann ein bisschen mehr Funktionen sowohl von der Software als von der Hardware gewünscht. Und seit Schweden haben wir Final Cut Pro und seit November 2021 haben wir das MacBook Air und das funktioniert super. Ja, und seitdem können wir auch in 4K schneiden und ja, seitdem filmen und schneiden und veröffentlichen wir auch in 4K. Wenn ihr also ein Endgerät habt, was das kann, und wenn ihr eine schnelle Internetverbindung habt, dann schaut unsere Videos doch gerne auch in 4K und denkt dabei an uns, denn seitdem wir das machen, brauchen wir deutlich mehr Speichermedien und ich habe es gestern zusammengerechnet. Wir haben inzwischen Festplatten mit einer Menge von 66 Terabyte. Ja, wow. Das ist crazy. Wie kommt ihr mit dem Gewicht eures Campers zurecht? Gut, würde ich sagen. Allerdings waren wir seit der Montage unseres Heckträgers auch nicht mehr auf einer Waage, sodass ich unser aktuelles Kampfgewicht nicht genau kenne. Vor der Montage des Heckträgers waren wir extra auf einer Waage in der Heimat, um eben rauszufinden, ob das mit dem Fahrradträger überhaupt hinhaut. Und da waren wir mit allen Sachen komplett vollgepackt, mit vollem Dieseltank, vollem Wassertank, Gasflaschen, Equipment, Werkzeug, wirklich allem drum und dran. Bei 3200 und ein paar Kilo und damit ja unterhalb der 3,3 Tonnen, für die unser Leitchassis Ducato zugelassen ist. Dann haben wir extra Zusatzschraubfedern an der Hinterachse eintragen lassen, um zusätzlich 200 Kilo Achslast an der Hinterachse zu bekommen. Und damit sollten wir selbst unter Berücksichtigung der Hebelwirkung und mit einer vollgepackten Gepäckbox immer noch entspannt auf der sicheren Seite sein. Auch weil wir zu Hause da nochmal ein paar Sachen ausgepackt haben. Aber wie gesagt, wie schwer wir ganz genau sind, kann ich aktuell nicht sagen. Wenn wir hier irgendwo mal eine Waage sehen, wollen wir die gerne nutzen, weil ich auch gerne wissen will, wie die genaue Achslastverteilung ist. Aber wie gesagt, ich denke, wir sind auf der sicheren Seite. Das ist eben der Vorteil vom kurzen 5,40 Meter Ducato. Wie macht ihr das mit der Post, wenn ihr auf Reisen seid? Ja, wenn wir unterwegs sind, dann kommt all unsere, ich sag mal, wichtige Post, was wirklich gar nicht mehr viel ist, zu unseren Eltern. Wenn wir aber was benötigen, während wir auf Reisen sind, wie zuletzt jetzt den Ladebooster, dann versuchen wir uns das zu großen Shipping-Centern oder Service Points von DHL, UPS, was auch immer, schicken zu lassen. Das nennt sich dann postlagernd und das wird dann dort aufbewahrt, hoffentlich. Geht auch bei Postfilialen, aber ja. Das ist man nicht mal so zuverlässig. Und dann holen wir das dort ab. In manchen Ländern, zum Beispiel in Spanien oder Frankreich, gibt es auch sogenannte Amazon-Locker von Amazon. Das ist das gleiche wie in Deutschland von der Post, diese Packstationen. Das sind so Boxen, in denen man die Sachen abholen kann. Das ist eigentlich das Einfachste von den jetzt bisher genannten Möglichkeiten, weil man einfach mit niemandem kommunizieren muss. Man geht da einfach hin, man kriegt einen Code. Man kann 24/7 ja. Genau das dort abholen. Das ist wirklich super. In Portugal gibt es übrigens kein Amazon, was wir sehr interessant fanden. Ja, man ist so aus Deutschland so verwöhnt und denkt, ja, das gibt es natürlich überall. Aber nee, Ja. in Portugal gibt es kein Amazon. Und es gibt natürlich nicht alle Sachen, die man bestellen möchte bei Amazon. Das heißt, da muss man immer ein bisschen gucken. Und wenn wir wissen, dass wir in der nächsten Zeit zurück nach Deutschland kommen, dann bestellen wir auch da wieder Sachen zu unseren Eltern. Ja, das ist vor Weihnachten manchmal ein bisschen viel. Ja. Sorry, liebe Eltern, danke für eure Unterstützung. Aber ja, so ist es dann. Ja. Was hat euch in Portugal am besten gefallen? Ja, das mache ich kurz, denn genau zu dieser Frage machen wir in den nächsten 2-3 Wochen ein separates Video, ein Top 10 Highlight Video Portugal. Da werden in jedem Fall ein paar Ecken der Algarve drin vorkommen. Da werden in jedem Fall ein paar Ecken der ja, riesig langen, abgelegenen, wunderschönen Westküste Portugals drin vorkommen. Da wird in jedem Fall auch Porto als Stadt drin vorkommen, denn da hat es uns überraschend gut gefallen. Aber wie gesagt, dazu machen wir über die Weihnachtszeit ein separates Video und wir wollen jetzt nicht alles vorwegnehmen. Wie macht ihr das mit der Krankenversicherung? Ja, das ist ein Thema, das auch immer viele Leute interessiert. Und da wir nicht mehr in Deutschland gemeldet sind, entfallen wir der Versicherungspflicht. Das heißt, wir sind nicht mehr in Deutschland gesetzlich versichert.
Es gibt aber sogenannte Langzeitreisekrankenversicherungen, die eben auf Langzeitaufenthalte ausgelegt sind. Und da waren wir als erstes bei SDA Travel versichert. Und zwar 13 Monate lang. Die Versicherung hat dann genau in dem Zeitraum geendet, als Corona ihre Hochzeit hatte, also im Juli 2020. Und dann mussten wir uns eine neue Versicherung suchen, denn die Allianz, die hinter SDA sitzt, hat unsere Versicherung nicht mehr verlängert. Nicht nur unsere, die haben keine Krankenversicherung mehr verlängert. Genau, die haben Versicherungen nicht mehr verlängert. Und das Problem dabei war dann so ein bisschen, dass ganz viele dieser Langzeitreisekrankenversicherungen nur aus Deutschland abgeschlossen werden können. Wir sind dann aber bei Dr. Walter fündig geworden mit dem Pro-Tribal-Tarif und der hatte die gleichen Leistungen wie der Tarif, den wir vorher bei SDA hatten und das war super. Da waren wir jetzt also 2 Jahre lang versichert. Das ist allerdings die maximale Versicherungsdauer dieses Tarifs. Das heißt, wir mussten uns jetzt dann also wieder eine neue Versicherung suchen und da sind wir jetzt dann bei BDAE fündig geworden. Die Leistungen sind fast identisch. Es ist ein bisschen teurer. Kostet jetzt doppelt so viel. Genau. Aber dafür können wir jetzt weiter reisen. Also so sieht das bei uns aus. Ja, zur Erklärung, so eine Langzeit-Auslandsreisekrankenversicherung kostet, also 45 € waren es ungefähr bei Dr. Walter. Ja. Jetzt sind es 90. Ja. Das ist natürlich immer noch ein Bruchteil von dem, was eine Krankenversicherung in Deutschland kostet. Ja. Gar keine Frage. Dafür sind die Leistungen aber auch nicht komplett identisch. Also wir fühlen uns gut abgesichert und vor allem also Notfallsachen sind definitiv abgesichert. Da braucht man sich keine Gedanken machen, aber vor allem so Vorsorgeuntersuchungen sind selten bis gar nicht wenig mitversichert. Also man kann mit Zahnschmerzen zum Beispiel, haben wir gemacht, zum Zahnarzt gehen und da wird einem geholfen und die Kosten werden übernommen, alles fein. Aber ich kann zum Beispiel nicht eine neue Beißschiene, ich knirsche mit meinen Zähnen viel, so eine Schiene kann ich nicht neu bekommen. Oder man kann mit Rückenschmerzen zum Orthopäden gehen, auch alles fein, aber man kann nicht neue Einlagen für die Schuhe bekommen zum Beispiel. Also das muss man einfach wissen. Notfall, alles fein. Also wenn man irgendwie einigermaßen gesund und fit ist, kann man das auch für einen längeren Zeitraum entspannt machen. Ja. Würde ich sagen, es gibt auch Langzeit-Auslandsreisekrankenversicherungen, glaube ich, die nochmal deutlich mehr abdecken. Absolut, ja. Aber die können wir uns dann halt im Zweifel nicht leisten. Oder Die sind dann wollen wir ein uns ganzes nicht leisten. Stück teurer, ja. Was war die größte Herausforderung und größte Erkenntnis auf und durch eure Reisen? Ja, die Frage finde ich super spannend und ich habe in den letzten Tagen, nachdem ich sie gelesen habe, sehr, sehr viel darüber nachgedacht und ich denke, es gibt super viele unterschiedliche Herangehensweisen oder Ansatzpunkte, wie man diese Frage beantworten könnte. Ich habe versucht für mich, das so ein bisschen auf jeweils einen Punkt herunterzubrechen und ich bin sehr gespannt, wie du, also ob du das anders beantworten würdest, ob du das gleich anders beantwortest, weil wir haben unsere Antworten nicht miteinander geteilt oder irgendwie abgesprochen. Wir haben nur besprochen, wer im Zweifel als erstes anfängt zu antworten. Und für mich ist, würde ich sagen, die größte Herausforderung dieser Reise, sie überhaupt zu machen, überhaupt diese Reise zu beginnen. Und mit Reise meine ich an der Stelle vor allem unsere große Asien-Tour, denn mit der hat alles angefangen, dass wir seitdem tatsächlich 4 Jahre unterwegs sein würden und immer noch im Van leben. Damit konnte ja keiner rechnen, aber eben überhaupt diesen Mut zusammenzunehmen und diese Entschlossenheit zu sammeln, dass man sagt, ich kündige jetzt mein unbefristetes Arbeitsverhältnis, ich kündige jetzt die Wohnung. Wir fahren jetzt einfach los und wir versuchen, unseren Traum jetzt in die Wirklichkeit umzusetzen. Das war für mich, glaube ich, die größte Herausforderung. Natürlich gab es auch während der Reise oder auch in der Phase der Vorbereitung Herausforderungen, aber das sind dann immer irgendwie so Einzelsituationen. Also Beispiel der Pamir Highway in Tadschikistan, der ist eine super herausfordernde Straße. Oder der Three Passes Track in Nepal ist eine körperlich enorm anstrengende Wanderung gewesen. Oder Indien als Land war insgesamt sehr herausfordernd, weil man einfach irgendwie lernen muss, wie man mit dieser doch sehr unterschiedlichen Kultur umgehen muss. Aber ich finde eben auch, das sind alles so Einzelsituationen, die sich im Laufe der Reise schon immer irgendwie fügen. Man muss sich nur den Ruck geben, überhaupt auf so eine Reise zu starten und der Rest wird dann schon.
die größte Erkenntnis ist nochmal ein völlig anderer Themenkomplex und damit tue ich mich wirklich schwer, das irgendwie auf einen einzelnen Aspekt herunterzubrechen, weil man eben so viel über sich selbst lernt und über andere lernt, wenn man so viel unterwegs ist, so viel andere Länder bereist, mit so vielen anderen Menschen interagiert und eben auch so viel Zeit alleine oder zu zweit verbringt und irgendwie seinen eigenen Wertekompass hinterfragt und reflektiert. Ein Aspekt ist für mich in jedem Fall, der heraussticht, der Wertekompass, dass ich hinterfragt habe, wie ich die Werte, die ich habe, die mir mitgegeben wurden, die ich habe, dadurch, dass ich in Deutschland irgendwie aufgewachsen bin, dass ich die hinterfragt habe, was mir wirklich wichtig ist oder auch, was ich zum Beispiel an potenzieller Sicherheit für die Zukunft bereit bin aufzugeben, um jetzt die Möglichkeit zu haben, im Hier und Jetzt meine Träume zu verwirklichen oder inwiefern das überhaupt ein Aufgeben ist, wenn man doch sagt, ich versuche im Hier und Jetzt zu leben und jetzt die Dinge, die ich wirklich in meinem Leben erreichen will, die mir wirklich wichtig sind, dass ich versuche, die jetzt umzusetzen, weil ich meine, wenn man sein Leben lang wartet und dann im Rentenalter solche Träume umzusetzen, da sind ja dann doch sehr große Fragezeichen oder steht in den Sternen, wie gut sowas dann noch funktioniert. Ein weiterer Aspekt für mich ist die Erkenntnis, dass man mehr schaffen kann, als man vielleicht vorher sich selbst zutraut. Ich meine, bis vor ein paar Jahren, ich hätte mir niemals träumen lassen, so wirklich, dass wir mal mit dem Van bis nach Thailand fahren würden oder dass wir 4 Jahre lang reisen würden oder dass wir damit tatsächlich Geld verdienen können. Alles Dinge, die ich für beinahe unmöglich gehalten habe. Genauso, dass ich mir mal zutrauen würde, einen Camper auszubauen, aber es ist tatsächlich genau das, was wir jetzt vorhaben und es erfüllt mich nicht irgendwie mit Angst oder mit Sorge, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ich strotze voller Vorfreude darauf. Es gibt so viele Möglichkeiten, man muss sie nur ergreifen. Man muss sie auch ergreifen, weil ich glaube, es bringt nichts, dass man irgendwie nichts macht und wartet, dass es irgendwie alles auf einen zufliegt, aber wenn man das macht, was man wirklich gerne macht, was einen erfüllt, dann kann man, glaube ich, so viel mehr erreichen, als man sich selbst zutraut. Ja, das ist mein Versuch einer Antwort darauf. Wie siehst du das? Ja, also meine größte Herausforderung war und ist auf jeden Fall das, was eigentlich das Reisen mit einem Camper ausmacht und das, was es so schön macht. Und zwar, dass man nie weiß, was morgen ist. Dass man nie weiß, wo man die nächste Nacht verbringt, wo man Wasser oder Lebensmittel herbekommt. Also diese Unsicherheiten, die man eben beim Reisen manchmal hat, die sind für mich die größte Herausforderung, weil ich mich schon eher als Gewohnheitstier bezeichnen würde. Ich mag es, wenn ich weiß, wo alles ist. Alles hat irgendwie so seinen Platz und ich habe so meine Routinen und ja, das ist schon für mich schwierig, manchmal damit umzugehen, aber da es eben auch, wie ich gerade schon gesagt habe, genau das ist, was das Reisen mit dem Campervan ja auch ausmacht und das ist, was so schön ist an dem Reisen mit dem Campervan, ist das okay für mich, dass ich da auch manchmal über meine Grenzen gehen muss und mich da manchmal ein bisschen überwinden muss. Ja, und der Vorteil ist eben durch das Reisen mit dem Campervan, dass du hier dein Zuhause ja mit dabei hast, stimmt. Dass sich die Umgebung ändert, aber du hast zumindest irgendwie... Ja, ich habe meinen Rückzugsort und das brauche ich auch, meinen Rückzugsort oder so eine Höhle, wo ich Zeit für mich haben kann, wo meine Dinge alle da sind, wie ich gerade gesagt habe schon, wo ich weiß, wo sie sind. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil vom Reisen mit dem Van gegenüber Backpacking. Aber es ist auch, glaube ich, der größte Grund, warum ich mich so ein bisschen nach einer Wohnung wiedersehne. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. Und größte Erkenntnis? Die größte Erkenntnis ist, glaube ich, eher für dich fast als für mich noch, aber dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht, weil wenn man so in seinem Alltag ist, dann zieht irgendwie die Zeit so an einem vorbei und man weiß hinterher gar nicht so genau, was eigentlich passiert ist. Alles ist so ein Einheitsbrei, sag ich mal. Aber wenn man so reist wie wir, dann erlebt man einfach so viel. Also es gibt so viele Momente, wo wir sagen,
wow, was wir schon alles gesehen haben, wo wir schon überall waren. Besser als ein Tag im Büro. Das ist, ja, wirklich besser als ein Tag im Büro. Und es ist einfach auch manchmal so viel, dass man sich echt hinterher hinsetzen muss und die Dinge nochmal Revue passieren lassen muss, um die überhaupt verarbeiten zu können. Ja. Aber ja, Büroalltag, 40-Stunden-Woche, das können wir uns beide, glaube ich, gerade nicht mehr vorstellen. Eine ganz andere Frage. Muss Clickbait wirklich sein? Kurz gesagt, leider ja. Aber um ein bisschen differenzierter darauf einzugehen, es hat sich einfach gezeigt in der Vergangenheit, wenn wir ein bisschen provokanteren Titel oder ein provokanteres Vorschaubild genutzt haben, wurde das Video mehr angeklickt. Und wenn es mehr angeklickt wird, dann wird das im Umkehrschluss vom YouTube-Algorithmus belohnt und das Video wird mehr Leuten vorgeschlagen, die dann auch wieder das Video anklicken und so steigen eben die Viewzahlen. Und die Viewzahlen sind das, was für uns wichtig ist, denn wir müssen eine gewisse Zahl erreichen, um damit so viel Geld verdienen zu können, dass wir davon leben können. Wir haben ja im letzten Q&A schon beschrieben, wie das so funktioniert mit den Einnahmen bei YouTube. Und ja, es ist leider einfach so, dass wir diese Viewzahlen gerne erreichen wollen, um weiter so reisen zu können. Ich würde aber sagen, dass wir schon sehr sparsam mit dem Clickbait umgehen. Also wir lügen nicht, sondern alles, was dann im Titel steht oder im Vorschaubild steht, das kommt auch wirklich im Video vor. Ja, also ich hoffe auch, dass es euch klar ist, dass wir dass wir lieber versuchen, mit irgendwie qualitativ hochwertigen Videos, mit informativen Videos zu überzeugen, statt euch ja irgendwie zu verarschen mit irgendwelchen aufregenden Titeln. Hoffen wir, dass das noch ein Weilchen so funktioniert. Ja. Was sind eure nächsten Reisepläne? Ja, da haben sich definitiv ein paar Änderungen ergeben. Eigentlich hatten wir ja beim letzten Mal gesagt, dass wir Anfang Dezember wieder zurück in Deutschland sein wollen, um mal so ein bisschen eine Reisepause einzulegen, um auch eben ein Van auszubauen. Der Zeitraum Anfang Dezember war deswegen der im Raum stand, weil da unsere Versicherung eben auslief. Das hat Tina gerade schon gesagt, maximale Versicherungsdauer und Co. Aber dann haben sich vor allem im Laufe des Oktobers ein paar Sachen ergeben. Zuallererst, wir haben eben doch noch eine Versicherung, eine für uns einigermaßen bezahlbare Versicherung gefunden, die wir außerhalb von Deutschland nochmal abschließen konnten. Zweitens, wir haben ein bisschen festgestellt, dass sowohl die Suche nach einem Kastenwagen, nach einem Basisfahrzeug, als auch die Suche nach einer beheizten Halle, die man in jedem Fall brauchen würde, wenn man im Winter in Deutschland einen Van ausbaut, dass die noch schwieriger sind, als wir das ursprünglich sowieso schon gedacht hätten. Wir haben auch darüber nachgedacht, wie es denn sein würde, wenn wir ja nach 4 Jahren on the road und nach 4 Jahren hauptsächlich immer der Sonne hinterher im Winter wieder zurück nach Deutschland kommen würden, mit all der Unsicherheit rund um Wohnungen und Vanausbau und komplett neuem Alltag und dann eben Winter, Dunkelheit, Kälte, Ungemütlichkeit. Also ich sag's wie es ist, wir hatten beide Angst davor, in eine Winterdepression zu verfallen, was etwas ist, was man auch ohne Winter schon immer wieder hört von Leuten, die längere Zeit auf Reisen waren und dann zurückkommen. Und zuletzt, wir haben festgestellt, dass wir dann im Dezember keine Videos mehr veröffentlichen könnten. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber im November und Dezember, das sind die umsatzstärksten Monate auf YouTube, weil eben vor Weihnachten, Black Friday und Co. die Werbetreibenden am meisten Geld für Werbung ausgeben und wir damit irgendwie am meisten Geld verdienen können übers Jahr verteilt. Und da, Tina hat es ja gerade schon gesagt, wir momentan von der Erstellung unserer Videos versuchen zu leben, wäre auch das keine allzu smarte Entscheidung gewesen. So. Und all diese Dinge zusammengenommen haben letztlich dazu geführt, dass wir uns entschieden haben, ja doch nochmal zu verlängern und nicht schon Anfang Dezember wieder zurück zu sein. Unser Plan ist jetzt, dass wir am 22. Dezember von Malaga aus zurück nach Deutschland fliegen, um Weihnachten, Neujahr mit unseren Familien und Freunden verbringen zu können. Mein Bruder ist auch Papa geworden, also da wollen wir auch ein kleines Kind kennenlernen. Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf diesen Heimaturlaub. Ja. Am 9. Januar sind wir dann zurück in Malaga und können unseren Van hoffentlich unversehrt wieder abholen. Wir haben einen
bewachten Platz gebucht. Hoffentlich funktioniert das. Da werden wir wahrscheinlich auch berichten oder mit Sicherheit berichten. Und wenn wir dann zurück sind Anfang Januar, dann werden wir uns ein bisschen Spanien anschauen. Denn hier gibt es ja, also Südspanien, hier gibt es sehr, sehr viel zu erkunden. Wir sind sehr, sehr gespannt und mal schauen, vielleicht fahren wir auch noch rüber nach Marokko. Das ist von hier ja wirklich nur ein Katzensprung, aber das entscheiden wir dann im Frühjahr. Ja. Wie ist der Status mit eurem geplanten Van-Ausbau? Ja, noch haben wir keinen Van. Wie wir im letzten Q&A auch schon erwähnt haben, ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, aus dem Ausland eine geeignete Basis zu finden. Wir haben aber vor ein paar Tagen das erste Mal einen Van angefragt. Und zwar war das ein Mercedes Vario. Wir haben im letzten Q&A, ich glaube, vorwiegend von einem Ducato L5 H3 gesprochen. Aber wir finden die Mercedes Varios super schön. Wir haben uns echt ein bisschen in die verliebt. Ja. Und ja, wir mögen einfach die Form, die Größe. Die sind einfach echt richtig gut, auch durch ihre eckige Form für den Innenausbau. Dadurch, dass sie ja bis zu 7,5 Tonnen gehen, muss man nicht aufs Gewicht achten, was den Innenausbau angeht. Das ist schon richtig gut. Es gibt natürlich auch ein paar Nachteile. Wir dürfen beide kein Vario fahren. Wir müssten also einen Führerschein machen. RKW, ja. Es kostet mehr Maut. Die Geräuschkulisse ist bestimmt ein ganzes Stück höher durch den größeren Motor vorne im Fahrerhaus. Aber wir wären bereit, einige Kompromisse einzugehen, wenn wir wirklich einen richtig schönen Vario finden würden, zu einem guten Preis. Und ja, wie gesagt, wir haben vor ein paar Tagen einen angefragt. Der war dann leider schon verkauft, da waren wir leider ein bisschen zu spät. Aber wenn ihr ein Vario hochlang, Kastenwagen oder auch ein Ducato L5 H3, da sind wir offen, zu verkaufen habt, jemanden kennt, der einen zu verkaufen hat, zu einem guten Preis, dann sagt uns Bescheid. Ja, also wir haben uns wirklich noch nicht entschieden. Wir schwanken immer wieder von Lösung A zu Lösung B. Es hängt wirklich am Ende des Tages davon ab, was wir, denke ich, bekommen können. Also ohne Spaß, solltet ihr einen der beiden zufällig haben, jemanden kennen, der einen verkauft. Ich glaube, wir machen unten, schreiben wir ein paar Notizen oder machen eine PDF oder so da rein mit Keyfacts, wonach wir suchen, weil irgendwie ein bisschen kann man das ja eingrenzen. Ja. Aber ja, wir haben es einfach noch nicht entschieden. Das eine ist so ein bisschen die Vernunftslösung, der Ducato, weil da weiß man, woran man ist. Den kennen wir, der steht relativ gut da, wenn man nicht einen super alten nimmt. Also keine Karosseriearbeiten und Co., die man daran in der Regel machen müsste. Auf der anderen Seite sind die eben auch super teuer momentan. Das muss man einfach mal sagen, wie es ist. Und die haben auch andere Nachteile im Vergleich zum Vario. Und ja, der Vario wäre so ein bisschen die Leidenschaftslösung, weil wir lieben einfach die Optik seit Jahren. Wir haben schon damals in Thailand, als wir da im Lockdown waren, Grundrisse dafür gezeichnet. Also wir lieben die, aber der hat auch Vor- und Nachteile, hat Tina alles gesagt. Also ja, es hängt davon ab, was wir am Ende bekommen können. Aber wie auch immer, ich bin relativ zuversichtlich, 99%, dass wir im Sommer ein Van ausbauen. Die Frage ist nur, was für einen. Ja. Wären sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Absolut, ja. Aber beides sehr spannende Projekte. Ja. Wir werden sehen. Genau. Und das war die letzte Frage für heute, würde ich sagen. Ich hoffe, wir konnten einige eurer Fragen beantworten und euch einen kleinen Einblick in unsere Köpfe geben. Innerhalb unserer Reisevideos über all diese Themen zu sprechen, ist ja mal ein bisschen schwierig, weil wir da ja versuchen, die Landschaften, die Umgebung, unsere Erlebnisse in den Fokus zu stellen. Aber der Austausch mit euch ist für uns auch ein ganz, ganz wichtiges Element. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir ja, irgendwie ein bisschen Inspiration mitgeben konnten, nützliche Informationen mit auf den Weg geben konnten, und genauso profitieren wir selbst ja auch von den Tipps und Empfehlungen, die wir von euch bekommen. Daher direkt nochmal der Aufruf: Wenn es irgendwas gibt, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr schon immer mal über uns, unsere Reisen wissen wolltet, dann schreibt uns gerne. Entweder antworten wir direkt oder wir sammeln die Fragen für nächstes Q&A, das es bestimmt irgendwann in der Zukunft nochmal geben wird. Ja, vorher geht es hier aber weiter mit Erlebnissen und Reisevideos. Portugal hat uns mega gut gefallen, wie man wahrscheinlich auch sehen konnte.
Jetzt freuen wir uns noch auf 1 bis 2 Wochen Südspanien, bevor es dann für uns nach Deutschland zum kleinen Abstecher zu unseren Freunden und Familien geht. In dieser Zeit wird es aber trotzdem jeden Sonntag ein Video hier geben auf diesem Kanal, wenn alles gut läuft. Denn wir haben uns vorgenommen, ein paar Highlight-Videos zu machen. Jetzt wünschen wir euch aber einen schönen 4. Advent und auch ein schönes Weihnachtsfest, wenn wir uns vorher nicht mehr sehen. Viele liebe Grüße aus der Ferne, habt einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!